Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch, wie ihr diese leckeren gefüllten Paprika mit Hackfleisch und einer köstlichen Tomatensauce ganz einfach im Backofen zubereiten könnt. Für die Tomatensauce schneide ich eine Zwiebel in 4 Teile und gebe diese schon mal in eine Auflaufform. Dazu kommen noch 2 ganze Knoblauchzehen und 2 Tomaten. Die Tomaten für die Soße schneide ich in grobe Stücke. Wer möchte, kann hier aber auch einfach ganze kleine Tomaten verwenden. Die Zutaten für die Soße könnt ihr jetzt ganz nach Belieben würzen. Ich nehme hier Salz und Pfeffer und einen Teelöffel Tomatenmark. Dann gebe ich noch etwas Olivenöl hinzu und mische die Zutaten gründlich durch. Als nächstes entkerne ich die Paprika. Ich habe hier Mini-Paprika genommen, stattdessen könnt ihr aber auch große Paprikaschoten nehmen und diese je nach Vorliebe halbieren oder vierteln. Die Deckel der Paprikaschoten schneide ich in kleine Stücke, denn die mische ich später unter die Hackfleischfüllung. Außerdem nehme ich für die Füllung noch eine fein gewürfelte Zwiebel, 2 fein gehackte Knoblauchzehen und etwas fein gehackte Petersilie. Jetzt kommt noch das Hackfleisch hinzu und dann könnt ihr die Füllung ganz nach Belieben würzen. Ich nehme hier Salz und Pfeffer, Paprikapulver, etwas Baharat, also 7 Gewürzepulver, getrocknete Minze und einen Teelöffel Tomatenmark. Wer möchte, kann hier auch schon etwas Feta-Käse zugeben. Da das bei uns nicht alle mögen, lege ich den Käse erst am Ende auf die Füllung. Die Zutaten für die Füllung mische ich gründlich durch und fülle sie in einen Spritzbeutel. Auf diese Weise kann man die Paprika schnell und einfach füllen.
Die gefüllten Paprika lege ich auf die Zutaten für die Tomatensauce in die Auflaufform, denn so läuft der Saft, der aus der Füllung austritt, direkt in die Soße. Jetzt lege ich auf die Hälfte der gefüllten Paprika Feta-Käse und auf die andere Hälfte geriebenen Gouda. Und dann können die Paprika auch schon gebacken werden. Und zwar backe ich die gefüllten Paprika bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ungefähr 15 bis 20 Minuten. Um sicherzugehen, dass sie nicht zu trocken werden, könnt ihr nach etwa 10 Minuten eine Garprobe machen. Nach dem Backen könnt ihr die Paprikaschoten entweder mit dem Gemüse und dem Saft servieren oder wie hier die Paprika auf eine separate Platte legen und das Gemüse mit etwas Frischkäse zu einer feinen Soße pürieren. Die gefüllten Paprikaschoten serviere ich mit etwas gekochtem Reis. Für eine Low-Carb- oder ketogene Ernährung könnt ihr den Reis natürlich auch weglassen. Ich hoffe, auch dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!